Die ZF-Kunststiftung vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal ein Forschungs- und Arbeitsstipendium für KünstlerInnen, die hier im Zeppelin-Museum mit den Sammlungen und dem Archiv arbeiten möchten. Unsere erste Stipendiatin ist Christelle Ojiri und wir sind sehr gespannt auf ihre Arbeit. Sie möchte die Geschichte der Zeppelin-Fotografie aus einer dekolonialen Perspektive in neue Deutungsbezüge stellen. Insbesondere interessiert sie dabei, wie die Geschichte der Zeppelin ganz stark mit einer imperialistischen Hybris verwoben ist. I'm a multidisciplinary artist from Paris, born and raised. I'm really interested in what sits between the lines and the symbolic meanings of cultural events, power dynamics, and contemporary mythology influenced or created by the media. My installation is called Sky is the Limit, and it's inspired by the Unterberg explosion, 9/11, and also by Scarface. These are very separated events that have nothing to do with each other, but I'm tying it up to media and propaganda. Wir befinden uns hier im Lesesaal der Bibliothek des Zeppelin-Museums. Die Techniksammlung, sie dokumentiert die Geschichte der Zeppelin-Luftschiffe. Wir haben viele Pressefotos und es gibt natürlich viele Publikationen über die Katastrophe des Hindenburg. What I'm really interested in is how these events and these cultural artifacts has been used in the collective consciousness. Es war eine von den ersten Katastrophen, die man wahrscheinlich live gefilmt hat. Und deswegen hat sie so eine Resonanz. Es passierte in Amerika, also da waren auch amerikanische Journalisten, Fotografen, die waren immer da bei der Landung eines Luftschiffs, aber an dem Tag ist es vor ihren Augen passiert. Und diese Bilder haben sich sehr schnell verbreitet in der ganzen Welt. Wenn man das sieht, denkt man an den Verlust von Menschenleben bei dieser Katastrophe oder sieht man eben auch vielleicht einfach erstmal nur ein spektakuläres Bild. Damals war das noch relativ neu, also es ist eines der ersten Großmedienereignisse bei so einer Katastrophe. Und die eigentliche Katastrophe ist dann gar nicht mehr der Hauptfokus, sondern es wird eben zu diesem Medienereignis und verselbstständigt sich damit. I'm working on a video that integrates a lot of the archival footage and resources about the Erdeberg crash, and also other events related to the dichotomy between sky warfare and leisure, because these people were also using the Erdeberg to just have a good time and go and fly to America or Brazil. Es ist so etwas, was eben als Traum, als Vision gezeigt wurde, eben auch mit dem Versprechen dahinter, naja, das sind jetzt die Anfänge und bald ist es aber für alle möglich, so zu reisen, was natürlich nie der Fall war. Power dynamics doesn't only exist in dark places and dark corners. Whatever you think about leisure is definitely made upon the work and the exploitation of somebody else. Man merkt ganz klar bei diesen Aufnahmen, dass es da eben diesen Blick gibt, der den Zeppelin auch so ein bisschen als Eroberer zeigt. Die Fotografen haben das so inszeniert, dass man eben auf der einen Seite den Zeppelin so als Sinnbild der modernen westlichen Technik hat, eben im Kontrast zu diesen als rückständig empfundenen Behausungen dort. I'm tying all of that together, trying to create this narrative video. The main character is this black kid trying to understand how some events became symbol. It's basically going into the heart of the beast of what propaganda means and what it generates and the images that it creates as well. I want to give people the space to also think about their own critical thinking. And I think that's what the piece is about. It's about whatever you see, activate your compassion, but also understand what is asked from you, you know. It's if you don't train your eye and if you don't take a step back, it's really hard to not be completely drawn to it in almost a visceral way.